Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Techstrip-Video. Jetzt geht es um den Test vom MacBook Pro 14 Zoll. Momentan sind ja die Gerüchte, dass vielleicht der Nachfolger des M1 MacBook Pro 14 und 16 Zoll erst nächstes Jahr vorgestellt wird, Anfang nächsten Jahres. Wer weiß, wer hat schon genaue Einsicht in Apples Pläne, aber viele überlegen sich jetzt gerade bei den niedrigeren Preisen und bei den hohen Preis des MacBook Air M2 sich eventuell das M1 Pro zu holen, weil es einige Vorteile hat zu einem ähnlichen Preis. Wie, was, warum und meine Erfahrungen jetzt für einen normalen Nutzer jetzt in diesem Video. Zuerst einmal, ich habe nicht nur das Pro, ich hatte auch das R, M1R, nicht das M2R. Ich kann also die beiden vergleichen. Das M1R war natürlich sehr billig für die Verhältnisse, während das hier mehr als doppelt so teuer ist. Die Preise sind aber gefallen. Das MacBook M1R kann man auch schon für 900 € bekommen, 900, 950 rum. Und das MacBook M1 Pro 14 Zoll kriegt man auch schon für 1900 €. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, sind die Specs gegenüber dem R. Aber dazu kommen wir später noch. Zuerst einmal, warum sieht dieses MacBook jetzt so komisch grau aus? Weil ich eine Plastikhülle drumherum gepackt habe. Eine billige Plastikhülle, weil ich kenne das ehrlich gesagt von Vorgänger. Ich kriege irgendwie sauschnell Kratzer in mein MacBook rein. Das möchte ich jetzt mal vermeiden. Daher habe ich ein billiges Plastikcover oben und unten. Ja, ist eigentlich ganz gut. Also wird halten. Wenn ich es abmache, hoffe ich, dass keine Kratzer da sein werden vom Cover, sehe ich. Ich werde das mal verlinken unten, wo man das bekommt. Und es hat auch noch Vorteile, das zeige ich euch aber gleich. Zuerst einmal das Design. Ich habe das Cover jetzt erst gestern drauf gemacht und habe also bis dahin das MacBook nackt behalten. Es sieht schön aus. Es ist ein schönes MacBook. Es ist schön auf dem Tisch. Es ist gleichmäßig flach und hoch. Ich werde euch jetzt nicht mit allzu sehr Specs belästigen. Die findet ihr wahrscheinlich überall. Und wenn ihr euch für einen Mac entscheiden wollt, werdet ihr wahrscheinlich schon zig Videos gesehen haben. Schauen wir einfach mal, wie das hier ist. Wie gesagt, das Design ist schön. MacBook recht schwer. Also ich finde es noch in Ordnung, aber es ist schon recht schwer. Und das 16 Zoll wird nochmal einiges mehr wiegen. Es ist jetzt nichts für zart muskelbefreite Menschen. Ich arbeite dran. Ist ein schönes Design. Das Einzige, was mir auffällt, was sein könnte, ist, wenn man die dunkle Variante hat. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem MagSafe-Port aussieht. Ne? Also, der Magnet ist schon sehr stark und man hat jedes Mal das Gefühl, er wird einem den kompletten Port zerhauen und absplittern lassen. Ich kann mir vorstellen, dass rundherum um den Port herum, sagen wir mal hier um den Port herum, irgendwann einfach Macken reinkommen werden von dem MagSafe, weil es schnappt nicht immer 100% rein. Man muss schon einen richtigen Winkel haben, dass das vernünftig funktioniert. So, das dazu. Ansonsten Design top. Alles super verarbeitet, hochwertig, keine Macken, kein Kratzer. Wie gesagt, nur schwer. Der weitere Vorteil vom Pro ist natürlich viel Anschlüsse, relativ viel. Da hätten wir natürlich hier MagSafe zum Laden, zwei USB-C-Ports bzw. Thunderbolt 4, den Kopfhöreranschluss und auf der anderen Seite HDMI-Ausgang, einen weiteren USB-C-Anschluss und SD-Karten-Lesegerät. Für professionelle User, wie der Name MacBook Pro schon sagt, sicherlich ein Riesenvorteil, weil man dann direkt von der SD-Karte der Kamera hier einfach reingehen kann und das Ganze bearbeiten kann und Daten hin und her schieben kann. Es ist jetzt nicht das schnellste, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, wahrscheinlich nicht. Aber Riesendateien, SD-Karten sind jetzt eh nicht die schnellsten. Aber man muss halt wissen, dass SD nicht so geil ist, wenn man da gleich riesige Dateien hat, die man hin und her schieben muss. Das Display. Das Display ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Gerade wenn man mal sagen wir mal, gerade wenn man natürlich vom MacBook Air kommt, dann wird man das wirklich zu schätzen wissen. Es ist hell mit 500 Nits Standardhelligkeit auf höchster Stufe. Kann HDR mit 1000 Nits, was schon
recht gut ist, vor allem für einen Laptop und kann dann einzelne Spitzen auch schon 1600 Nits haben. Der Vorteil bei HDR natürlich nur. Es gibt auch Apps, die einen das dauerhaft machen, aber dann steigt natürlich massiv der Stromverbrauch. Aber das ist wirklich unglaublich hell und knackig und sieht super aus. Es macht unglaublich Spaß und man man wird nichts vermissen müssen. Es ist einfach ein schönes Display für alle Bereiche. Es ist hell genug für alles. Es ist groß. Die Notch stört überhaupt nicht, finde ich. Natürlich kann man jetzt seine Leiste oben zuklatschen und dann manche Apps haben natürlich viele Menüpunkte und endet dann vor der Notch und geht dann nach der Notch weiter. Das ist natürlich, na, ich habe es jetzt aber noch nicht gehabt, dass ich zu viel oben hatte. Dafür benutze ich einfach nicht genug. Aber ich bin mir sicher, dass es in der Mac-Welt Tools dafür gibt, dass man das einstellen kann, wie weit Menüs kommen und wie sie sich dann verhalten sollen. Dann die Tastatur. Ich habe jetzt hier, wie man vielleicht sieht, so ein Plastikcover drauf, weil aus Erfahrung habe ich es schon mal geschafft, Flüssigkeiten drauf zu verteilen. Und diese Flüssigkeiten, diese klebrigen Flüssigkeiten, ziehen direkt in die Schlitze unter den Knöpfen. Und da denkt man natürlich, kein Problem, kann man rauspulen, die Knöppels und dann einfach reinigen und wieder drauf machen. Ja, beim Rauspulen ist mir aber auch schon ein Plastikstück abgebrochen. Da musste ich für mein MacBook Air aus England eine neue Taste ähm, bestellen bei eBay, weil man hat die oft hier nicht bekommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich die Tasten des MacBook Air M1 von dem MacBook Pro unterscheiden. Aber sicher ist sicher. Dadurch natürlich fühlt sich das Tippen schlechter an. Ansonsten ist die Tastatur, aber wenn man sie roh benutzt, ohne Schutz, super. Macht Spaß darauf zu tippen. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von flachen Tastaturen, Laptop-Tastaturen, sondern wirklich, ich mag mechanische große Tastaturen mit dickem Anschlag. Aber für einen Laptop ist das absolut, absolut gut. Überall sammelt sich Staub. Es ist eine schwarze Tastatur. Deswegen auch unter anderem das Cover. Überall Staub in den Ritzen. Staub kommt rein, Krümel, was auch immer. Es wird reinkommen in die Ritzen und man muss es halt reinigen. Was mir ansonsten noch gefällt, und das ist natürlich der für einige Vorteil, für andere Nachteil von dem M1 Pro, gibt keine Touchbar. Man hat richtige Tasten, die F-Tasten oben, anstatt eines OLED-Touchbar. Natürlich ist die Touchbar mehr flexibel gewesen. Man konnte Apps einstellen, oder man konnte Apps installieren, mit denen man das mehr einstellen konnte. Und je nach Programm, das man geöffnet hat, hat sich das alles verändert. Allerdings braucht man wirklich meist nur die Standardknöpfe wie Lautstärke, Steuerung, Mikrofon an, aus, Helligkeit vom Display. Das gefällt mir einfach viel lieber, wenn ich da richtige Tasten habe. Und das ist jetzt auch ansonsten gut so. Was auch noch sehr gut ist, der Fingerabdrucksensor, mit dem man sich einloggen kann, freigeben kann, was auch immer. Kein Problem. Also wirklich schnell genug, groß genug. Hier, groß genug für alles. Blind zu erreichen. Alles wunderbar. Trackpad, 1er. Also da gibt es auch eigentlich nichts Besseres. Aus Glas. Es hat einen Vibrationsmotor wie die iPhones eingebaut. Haptic Engine. Taptic. Not Haptic. Taptic Engine. Das heißt, jeder Klick hinterlässt ein Gefühl. Also so ein Tack, tack, tack. Also wenn man es drückt, man hat das Gefühl, man drückt es rein. Aber man drückt nichts rein. Es fühlt sich aber wirklich so an. Es simuliert das absolut erstklassig. Akku. Das Wichtigste mit bei einem Laptop. Ich habe das zum Arbeiten benutzt. Das heißt, Standard-Grafikprogramm benutzt. Normal Wi-Fi. Dreiviertel Helligkeit ungefähr. Kein Sound oder sowas. Und dieser Akku hat knapp, knapp wirklich 8 Stunden gehalten. Der Lüfter ging nie an. Also so muss man, also er war nie unter Last oder sowas wirklich. Aber 8 Stunden, also wirklich knapp 8 Stunden. Also hat den Arbeitstag gehalten. Drüber wäre das jetzt nicht gegangen. Und mit Videoschnitt und allem drum und dran wird es wahrscheinlich noch mal weniger werden. Aber mit Grafikprogramm so 8 Stunden. Das hat mir natürlich immer ein bisschen Angst gemacht, weil ich bin vom MacBook Air gewohnt, dass ich mir nie Sorgen machen muss. Ich hatte beim MacBook Air immer das Gefühl, eher, oh, ich habe immer noch so viel Akku.
Das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Ich weiß, das ist immer noch eines der besten Geräte für Akkulaufzeiten auf dem Markt. Aber ich bin in erster Linie PC-Nutzer, fest angeschlossen und bin es überhaupt nicht gewohnt, auf Akkus zu achten. Und wie gesagt, das MacBook Air war schon mehr überraschend in dem Aspekt. Hier habe ich aber immer wieder das Gefühl, ich müsste auf die Prozente achten. Reicht für einen Arbeitstag, aber es kommt auch wirklich drauf an. Und naja, gut. Das Air war wirklich spürbar für diesen Zweck besser in meiner Erfahrung. Meiner persönlichen Erfahrung war es länger. Ich habe noch Dinge probiert. Ich habe dann sowas gemacht wie Spiele installiert. Der M1 Pro Chip soll ja wirklich unglaublich stark sein, soll ja eigentlich nur geschlagen werden vom M1 Max Spiele. Sagen wir mal so, wenn jemand sagt, man kann super darauf spielen, dann ist das wirklich, dann kommt diese Meinung nicht von jemandem, der von einem High-End Gaming-PC kommt oder höheres Ende kommt. Also wenn man noch selbst eine RTX 2080 installiert hat, dann hat man schon noch eine ganz andere Erfahrung als das, was dieses bietet. Mac Gaming ist keine große Sache, will ich damit sagen. Mac Gaming ist, ich weiß nicht, ob man es Kinderschuhe nennt, aber es ist schon seit ewig, es ist keine Priorität für Apple, es ist keine Priorität für Entwickler und der Markt ist einfach noch nicht da und nicht groß. Es gibt ein paar Mac-Spiele, es gibt ein paar alte Spiele, aber groß Mac-Spiele, die einen jetzt man muss halt aufpassen. Und dann gehen sie so auf mittlere Settings, muss man auch immer mit der Auflösung aufpassen. Also Spielen macht jetzt keinen großen Spaß im eigentlichen Sinne. Steam kann man installieren, aber da fehlt auch 90% meiner Steam-Bibliothek nicht kompatibel mit dem Mac. Vielleicht in Zukunft, vielleicht, aber bisher wirklich, wirklich nicht geil. Und Windows installieren mit Parallels und dann über das emulierte Windows Spiel installieren. Ich weiß nicht, ob noch weniger Power das jetzt besser macht. Was aber grandios ist, A, die Controller-Unterstützung, die native Controller-Unterstützung vom Mac, vom macOS. Man kann das Xbox-Pad natürlich anschließen, man kann PlayStation 4-Pad anschließen, PlayStation 5 DualSense kann man anschließen, man kann die Wii, Switch Joy-Cons, heißt der, Wiimote hätte ich schon fast gesagt, Joy-Cons anschließen, nativ, einwandfrei. Funktioniert wirklich einwandfrei. Und was dem auch zugutekommt, ist Emulation. Es gibt Emulatoren dafür, die laufen wirklich absolut fantastisch. Meine Erfahrungen basieren jetzt auf Klassiker, Klassikspiele, 2D-Spiele, Altspiele, NES, Super Nintendo, Mega Drive, sowas. Das sollte natürlich auch laufen, ist klar. Aber auch Dinge wie GameCube, Wii, Dreamcast, PlayStation 2, einwandfrei. Jener Emulator. Ich habe zum Beispiel Dolphin installiert für GameCube und Wii und Redream für Dreamcast-Spiele. Absolut Butter. Also kann ich nur empfehlen, zusammen mit dem Controller. Grandios. Ich habe es probiert, Xbox laufen zu lassen, die erste Xbox, die Original-Xbox. Der Emulator hatte aber so seine Problemchen und wollte nicht wirklich starten und wollte nicht das machen, was ich wollte. Konnte ich also nicht so weit ausprobieren. Aber wie gesagt, Emulatoren, absolut top. Das hat Spaß gemacht und macht auch immer noch Spaß. Vor allem, wenn man das dann an den Fernseher weitergeben kann. Spielt man einfach alte Spiele, die man heutzutage kaum noch spielen kann, ohne Original-Hardware halt darauf. Dreamcast. Ich liebe zum Beispiel das Horrorspiel Blue Stinge. Meine Dreamcast ist irgendwo eingemottet. Ich weiß nicht mal, ob auf dem Dachboden oder im Keller. Irgendwo in einer der Kisten. Installiere ich es halt auf dem MacBook und spiele es. Super. Hitzeentwicklung möchte ich noch sagen. Egal was ich gemacht habe, es wurde nur lauwarm. Es wurde nie heiß. Jetzt, die Lüfter sind nicht angesprungen. Ich weiß also nicht, wann sie anspringen sollen. Vielleicht beim Video-Rendering habe ich es aber auch noch nicht gehabt. Aber sie sind einmal angesprungen für 5 Minuten. Ich weiß nicht warum. Mittendrin beim Nichtsmachen. Sie sind einfach angegangen, ausgegangen und danach habe ich auch nie wieder was davon gehört. Aber auch mit Lüftern war es nicht so störend.
Natürlich, das MacBook Air hat keinen Lüfter, kann daher nicht kann daher nicht laut werden. Aber wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, das jetzt mit irgendwelchen Interaktionen den Lüfter anzubekommen. Dann auch zusätzlich noch Kamera. Die Webcam, die installierte Kamera. Dies ist eine Testaufnahme mit der 1080p Webcam, 2 Megapixel, integriertes Mikrofon, künstliches Licht, also nichts, kein Tageslicht und es rauscht schon ganz schön. Es ist besser als das MacBook Air, das ich ausprobiert habe, aber es reicht für Meetings und solche Dinge, aber richtig geil ist das jetzt auch nicht. Aber die Kamera ist okay. Sie ist besser als die vom MacBook Air, das merkt man. Es reicht für Videotelefonie. Die Mikrofone sind gut, wirklich gut. Das Filtering vor allen Dingen, was aus den Lautsprechern kommt, und damit es nicht wieder selber das eigene Mikrofon im Videochat aufnimmt, super. Wie gesagt, es reicht. Es reicht für Meetings, es reicht für Links, aber es ist jetzt halt nicht das Highlight. Von den Macs eher die hochwertigere Kameravariante. Wo wir da auch gerade die Sound-Sachen haben. Audioqualität grandios. Es ist laut, es ist satt, klar, bis zu einem gewissen Punkt. Es macht Spaß, darüber nebenbei Musik zu hören. Normalerweise mache ich Musik nicht an, wenn ich irgendwas arbeite oder mache, oder wenn dann nur leise, weil leise kann jeder. Und dann erwartet man auch keine klare Qualität bei leisen Tönen. Aber es macht hier wirklich Spaß. YouTube-Videos, man kann es sich anhören. Es hat einen Rundum-Sound. Es macht Spaß. Ich habe gehört, das 16 Zoll MacBook soll noch mal besser sein. Kann ich, wie gesagt, nicht sagen, aber das hier ist schon. Was mir weniger Spaß gemacht hat, wofür mich jetzt wahrscheinlich jeder hassen wird, jeder Mac-Liebhaber, Benutzer, was auch immer. Ich finde, macOS ist einfach nur Frickelarbeit. Frickelarbeit bedeutet für mich, Achtung, es geht darum, dass man bestimmte Einstellungen hat. Das Betriebssystem bietet Grundeinstellungen, um es an sich anzupassen, um es an dich anzupassen. Allerdings fehlen da so viele Sachen, wo man denkt, das ist doch logisch, warum haben die das nicht eingebunden? Selbst mit dem Ventura fehlt da so viel. Ich musste zum Beispiel für meine Maus, ich habe ja eine Maus benutzt, eine Bluetooth-Maus, und das Scrolling ich möchte Mausrad-Scrolling anders haben als Touchpad-Scrolling. Also das eine invertiert, okay, Touchpad ist okay, so bin ich es gewohnt. Allerdings mit dem Mausrad will ich nicht nach unten scrollen und die Seite geht nach oben und solche Sachen. Das will ich andersrum machen. Und dafür braucht man kleine Tools. Man muss kleine Programme installieren, damit das Betriebssystem das macht, was man möchte. Und das kann manchmal wirklich nur so kleine, ich möchte schon fast kleine Hacks sein. Kleine Webseiten, die seit 1996 ein kleines Tool da haben, was oft schon gar nicht mehr läuft heutzutage. Naja, aber gut, man muss sich Tools finden. Ich sage auch nur WinZip. ZIP-Dateien? Yay. Sobald es aber auch nur zu anderen Dingen geht, wie RAR oder sowas, wird es grausam, weil ich mag es, die Datei zu öffnen und Sachen wie Bilder oder sowas direkt aus dem Programm, also aus dem RAR-Programm, WinRAR, sagen wir mal WinRAR, direkt zu öffnen. Einfach Doppelklick, anstatt die immer zu entpacken oder sowas. Einfach direkt öffnen, na, brauche ich nicht, was will ich entpacken, welche Datei ist was. Okay. Hier hat man immer das Problem, entweder die Programme, die man installiert, die das unterstützen. Entweder die Programme entpacken alles und das dauert manchmal echt ewig. Selbst für einen M1 Pro dauert das ewig, viel länger als am PC. Oder diese Oberfläche ist wirklich so abgrundtief hässlich, dass man kaum bedienen kann. Oder es funktioniert einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich habe kein Programm. Ich habe Archiver, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Ich habe so viel installiert aus dem Store, aus dem Internet, Empfehlungen. Letztendlich hat mir kein einziges gefallen. Was haben wir denn noch? Ich hatte nicht nur Videos. Solange etwas kompatibel ist mit QuickTime Player. Absolut Sahne. Man drückt Leertaste, man hat eine Vorschau von dem Video, was abspielt. Man kann es öffnen, es läuft butterweich, alles super. Hat man allerdings Dateien, die der QuickTime Player nicht mag. MKV, WebM, eigentlich alles andere. Da muss man einen eigenen Videoplayer installieren, der das unterstützt. Es gab mal Plugins für QuickTime für ein paar Dinge, allerdings konnte ich die auch nicht 1A zum Laufen bringen. Von ein paar wurden auch die Entwicklung eingestellt.
das ist 'ne Fummelarbeit. Und wenn man den Player installiert hat und als Standard setzt für bestimmte Dateitypen, dann, ist das weitere Problem einfach, dass diese Preview-Funktion nicht mehr funktioniert. Man drückt drauf und man hat 'n leeres Fenster oder man drückt drauf und ich habe es jetzt grade geschafft mit 'nem kleinen Tool, dass ich wenigstens Vorschaubilder dort habe von dem Video. Aber man bekommt kein Vorschaubild. Ich habe VLC installiert, ich habe irgendwelche M-Player, MK-Player, ich habe bestimmt 5, 6 Player installiert. Alles Mist. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass Videos, die mich interessieren, dass ich einfach konvertiere in 'nem Format, das der QuickTime-Player kann. Also wirklich mit sowas ist das sind so nervigen kleinen Dinge von macOS und es ist mir egal, wie toll die Leute sagen, dass irgendwelche Ausreden haben, weshalb macOS geil ist. Für sowas ist es scheiße. Ganz einfach. Das Ladegerät. Schnell laden natürlich. Da hatte ich eben noch bei Batterien zu viel. Laden geht fix mit dem beigelegten Gerät. Ich hatte ein 67 Watt Ladegerät dabei. Das macht das fix. Jetzt ist natürlich die Überlegung, es gibt noch das 92 Watt? 92 Watt Ladegerät kann man sich noch dazu kaufen. Lohnt es sich? Das Geld, was Apple haben will, nein, lohnt sich nicht. Ich habe es mir geholt. Ich habe es mir günstig geholt. Das Aufladen geht schnell. Das ist wirklich nur für Notsituationen. Also wenn man mal am Flughafen noch schnell laden will, vor Flugzeug, weil Flugzeugstrom habe ich jetzt auch nicht die geilsten Erfahrungen mit. Wenn man etwas schnell laden muss, mal ganz kurz, schnell und für lange, dann okay. Allerdings, wenn man es nur auf der Arbeit hat, zu Hause hat und dann halt nur 3, 4 Stunden draußen ist, für sowas braucht man das Ladegerät nicht. Also spart euch das Geld lieber. Lasst das 67 Watt Ladegerät reicht vollkommen aus. Bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch die Integration mit Apple. Ich habe Apple TV, ich habe jetzt MacBook Pro M1, ich habe iPhone 13 Pro Max. Das funktioniert untereinander. Dateien hin und her senden, bei FaceTime die Kamera swappen zwischen Telefon, iPad und dem Mac hin und her. Das ist 1A. Integration mit iCloud. Alles, was Apple in sich hat, funktioniert wunderbar. Es gibt natürlich Verbesserungsbedarf hier und da oder Wünsche, die für mich persönlich halt da wären, aber man kann nicht alles haben und es ist schon wirklich gut. Es ist nicht alles offen, es funktioniert nicht alles reibungslos, aber so wie es jetzt ist schon ganz gut. Kann man mitleben, würde ich sagen. Dann noch eine Sache. Wenige Ports, vor allen Dingen das R. Dongles für USB-Erweiterung, Display-Erweiterung, Kartenerweiterung, externe Festplatte, weil macOS lässt sich wunderbar erweitern mit externen Festplatten und darauf Dinge installieren. Muss man mögen. Da habe ich jetzt einen Trick, einen Grund dafür auch, warum ich mir diese schwarze Hülle geholt habe, ist noch mit doppelseitigem Klebeband. Weil es mich immer nervt. Also es nervt mich absolut, diese blöden Dongle- und Festplattenkram da mitzunehmen. Nimmt man das, liebes Samsung-Logo, klebt es hier drauf und pappt es dran. So, jetzt habe ich alles in einem. Ich würde das natürlich nicht mit dem reinen Metall machen vom MacBook, aber da ich jetzt ja diese Plastikhülle habe, habe ich mir gedacht, warum nicht? Jetzt muss ich mir nicht immer darauf achten, dass ich diese blöde Gebäumel da habe, wenn ich das Ding da habe. Nur so als Tipp, falls man so etwas braucht. Dann bleibt natürlich die Frage aller Fragen, die Fragen des Internets, die Fragen, die sich jeder stellt mit dem MacBook Air M2, dass ich das holen sollte, oder das MacBook Pro M1 mit dem M1 Pro Chip. Weil, wenn man die Preise addiert für das Grundmodell des M2R ist natürlich 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Das ist niemals genug. Und wenn mir das jemand erzählt, dass 256 GB reichen, dann habt ihr ich sag mal so, keinen Bedarf wirklich für ein MacBook, weil ihr eigentlich nichts macht mit eurem Rechner. Oder ihr seid schmerzbefreit und liebt es, Dinge zu deinstallieren. Eines der beiden. Daher würde ich immer empfehlen, 512 GB Speicher. Man kann natürlich mit einer Festplatte, aber interner Speicher ist nochmal was anderes. Upgradet man auf 512 GB RAM, hat man das Problem nicht mehr. Allerdings lässt sich das Apple auch richtig teuer bezahlen. Ne? RAM ist etwas, das man nicht extern upgraden kann. 8 GB reichen wahrscheinlich den meisten.
Ich würde aber aufgrund der Zukunftssicherheit auf 16 Gigabyte auch für andere Anwendungen oder Emulation oder vielleicht, falls man doch Windows installieren möchte, auch dann ist mehr RAM besser. Ich würde 16 Gigabyte RAM empfehlen. Außerdem kann man sich natürlich entscheiden zwischen dem M2 Standardmodell mit 8 Kern CPU und 8 Kern GPU für 1499 €. Und natürlich ein paar Shops kann man auch schon für 1,4 bekommen. Sind das immer noch 400, 500 € mehr, die das M2 gegenüber dem M1 kostet. Und ich gehe davon aus, wer so ein MacBook Air kauft, hat einen ganz anderen Verwendungszweck, der nicht so intensiv ist. Und da reicht das M1 für 900 € dreimal aus. Also wirklich, das Display ist trotz des Notch-Displays immer noch viel schlechter als das von dem MacBook Pro. Weil auch diese zwei GPU-Kerne, scheiß drauf, wirklich, wenn man so sagen möchte. Das würde ich nicht upgraden. Und wenn man jetzt mal einfach das Standardmodell von 1500 € konfigurieren möchte auf in die Nähe des MacBook Pros, sagen wir, gut, dann nehmen wir mal 10 Core GPU dazu. Haben wir gleich schon 120 € nochmal draufgeklatscht bekommen. Nehmen wir 16 GB Speicher. Zack, 230 € zusätzlich nochmal drauf und 512 GB SSD-Speicher. Nochmal 230 €. Dann sind wir laut Apple UVP 2079 € für das M2 Air. In einer Ausstattung, wo ich sage, ja gut, das hält jetzt dann aber auch 5 Jahre oder so. What the fuck? Das ist, man bekommt das MacBook, dieses MacBook Pro 14 Zoll mit viel besserem Display, viel besserem Sound, mit besserem Chip, schneller, besser, größer, alles einfach besser. Bekommt man schon für 1900 €. Über 2000 € MacBook Air, 1900 € MacBook Pro. Vorteile natürlich vom MacBook Air. Es ist leichter, es ist ein bisschen dünner. Allerdings ist das dann so, wenn man es anpasst, so, weiß ich nicht. Und wenn man das Grundmodell haben möchte, dann würde ich auch schon fast eher sagen, spart euch diese 500, 600 € und nehmt das MacBook Air M1, das erste MacBook Air. Da spart ihr immer noch Geld. Selbst wenn ihr upgradet, spart ihr dann noch Geld. Das M2, ich habe es nur im Laden ausprobieren können. Aber anhand der Specs alleine schon kann ich sagen, dass es sich eher, es lohnt sich nicht. Ich finde, es lohnt sich nicht. Wenn man dann auch noch die Farbe möchte, das Blaue soll ziemlich abgegriffelt sein, ziemlich schnell abkratzbar sein. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Nur wie gesagt, entweder MacBook Air M1 und das dann leicht upgraden, da spart man so einen Haufen Geld, gerade in heutiger Zeit. Der Akku hält unglaublich lange und es hat wirklich Power. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass man da nur so eine billiges Ding bekommt. Es hat Power. Oder wenn man halt überlegt, ein upgradedes M2 zu haben, wenn man auf das Gewicht scheißt und einfach alles andere besser haben möchte, dann wirklich M1 Pro 14 Zoll suchen. Das ist schon ein Knallergerät, aber kostet halt immer noch 1900 €. Wie gesagt, wenn man die Option möchte. Ja. Insgesamt ein geiles Teil. Es gefällt mir sehr gut. Es ist jetzt nicht der Heiland aller Laptops oder der Heiland aller Dinge. Das ist es garantiert nicht. Es hat seine Macken, es hat seine Software-Macken vor allen Dingen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter Laptop. Und den Pro für 1900 €, den Pro M1, wenn einem der Verwendungszweck zusagt, natürlich, man muss schon ein bisschen mehr. Wer Internet surft, wer selbst ein bisschen Videos bearbeitet, da lohnt sich kein Pro. Wenn man allerdings dann anfängt, kompliziertere 4K-Videos oder man will das Video an mehrere Bildschirme ausgeben. Das R kann nur an einen Bildschirm weitergeben, das Videosignal. Das Pro an zwei. Wer sowas braucht. Oder einfach nur allgemeine Pro-Anwendung. Oder wer einfach noch zukunftssicherer handeln möchte. Der greift eher zu einem Pro, wenn einem der Preis zusagt und okay ist. Ansonsten würde ich sagen, für 95% der Leute, die ich kenne, selbst wenn sie selber meinen, sie bräuchten mehr. Also dieser Drang ist ja immer da. Er möchte, besser möchte, das hält dann länger. Trotzdem ist für die meisten, die ich kenne, wäre das MacBook Air M1 tatsächlich mehr als genug. Es hätte mehr als genug Power. Es wäre völlig ausreichend für die Zwecke, weil es wirklich nicht einfach nur
ein billiges, dahingeklatschtes Gerät ist, sondern wirklich ein Powergerät ist schon. Aber das muss jeder selber wissen. Das war's jetzt. Das war meine Meinung zu dem MacBook Air M1 Pro, Air, M2 Air und die gesamte Soße dazwischen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, macht einfach ein Like, kommentiert, was ihr denkt zu den MacBooks. Warten oder nicht warten. Ist ja momentan auch, viele sagen, oh, warten auf das M2 Pro 14 Zoll. Man könnte Angst haben, dass Apple auch die Preise für das alte Modell erhöht. Wie sie es beim iPad gemacht haben oder bei den iPads. Wer eins braucht jetzt, der sollte auch jetzt zuschlagen, finde ich, weil diese Geräte halten viele, viele, viele Jahre. Vielleicht noch Apple Care dazu, damit, wenn der Akku abkackt oder man ein Problem im Display hat, dass einem das nicht Vermögen kostet und man ein neues Gerät kaufen kann von dem Geld, was Apple dann haben möchte. Macht's einfach. So, das war's jetzt. Das war ein Rant, ungescriptet, einfach frei heraus. Gutes Gerät für 95%, aber nicht nötig. Das war's. Auf Wiedersehen.